Kinder, Kinder, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, das wird euch vollkommen die Sprache verschlagen. Dieses Reisemobil ist quasi nagelneu, respektiv komplett generalüberholt mit einem wahnsinnig tollen MAN, den werden wir gleich mal zeigen, und der steht zum Verkauf. Er kommt von 4Wheel24, von einem Metaller, der wirklich Freestyle-Metaller ist und mit Metall in der Muttermilch schon aufgewachsen ist. Tobi winkt ihn gerade rein und wir werden gleich jemanden kennenlernen, nämlich den Erbauer dieses Reisemobils. Er arbeitet bei 4Wheel24 und hat dieses Fahrzeug hier in Verbindung mit 4Wheel24 komplett selbst entwickelt. Es ist komplett neu lackiert. Die Kabine ist nagelneu. Da ist es mit drin. Und er steht da so schön wie kaum irgendwas anderes. stony.adventure.de. Hier ist Tobi Teichmann. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, was hast du gelernt? Ich bin gelernter Maschinenbauer. Ja, was hat er gelernt? Er ist gelernter Karosserie- und Fahrzeugbaumeister sogar. So, gelernter Karosserie- und Fahrzeugbaumeister. Wo kommst du her? Aus Neuwied. Aus Neuwied. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Ja, bei Koblenz. Bei Koblenz am Rhein. Und das ist ein Kunstwerk, was du hier gemacht hast. Das werden wir uns gleich mal angucken. Ich habe so Respekt vor dir. Ich würde ja jetzt wirklich auf die Knie gehen. Was wir gleich sehen werden, ist vom Feinsten. Du bist mit Stahl aufgewachsen. Ja, genau. Mit dem Hammer auch. Ja, Karosserie- und Fahrzeugbaubauer halt. Ne? Aus Leidenschaft. Genau, schon immer. Was hast du immer gemacht in deinem Leben? Also du warst auch mal in einer normalen Werkstatt? Ja, ich war 20 Jahre selbstständig. Hatte so einen Karosserie- und Fahrzeugbaubetrieb selber in Neuwied. So, du warst mal viel schwerer, hast gut abgenommen? Ich habe ein bisschen abgenommen, ja, 40 Kilo. 40 Kilo. 40 Kilo, ja. So, das war auch wichtig, denn der Eingang war beschränkt. Du hast jetzt, wie viel Kilo hast du noch? Ich habe immer noch 130, ich weiß. 130, du hast 170 Kilo gewogen. Ja. So, da hat die Knie kaputt, muss man sagen. Dich hat es dann nicht so gut getroffen. Man muss eigentlich sagen, mit 170 Kilo, du musst es abnehmen, sonst wären die Knie... Hast du neue Knie bekommen? Also Knie wird noch neu gemacht nächste Woche und die Hüfte ist schon neu. So, du hast aber trotzdem nicht aufgehört zu arbeiten? Nein, mit Rücken immer weiter ein bisschen. So, komm, dann gib mal gerade hier zur Seite bitte, dass ich mal vollen Blick drauf habe. Was ist das für ein Fahrgestell drunter? Das ist ein MAN L2000, so. 180 PS. So, wer sich auskennt, das ist Huldigung, Allrad. Ja, Allrad, Sperre, ne, permanente Allrad hat er und Mittelsperre und Hinterachssperre. So, das heißt extremst geländegängig. Ja, das ist sehr gut. Also der geht gut im Gelände. So, das Fahrwerk, was kann das an Tonnage? Das ist ein 11-Tonner. 11 Tonner. Er wiegt jetzt wie viel? Der wiegt jetzt 9,5 Tonnen. So, also hat ordentlich Zuladung, ist noch nicht ganz fertig, aber du hast gesagt, eigentlich wollte ich ihn nicht zeigen. Du gehst in 2 Jahren in Rente, hast zum Tobi gesagt, naja, eigentlich haben wir noch Zeit, wir könnten noch einen bauen. Genau. Wir haben uns gesagt, der ist doch viel zu schön, um ihn zu fahren. Ne? Ja, also der ist mit so viel Raffinesse und Liebe und 3.798 Stunden gebaut, dass ich immer sage, er auch, naja, vielleicht trenne ich mich davon und ich baue mir noch einen, der 1 Meter länger ist und ein bisschen nicht ganz so hübsch, ne? Weil es wirklich, es ist sozusagen dein zweites Meisterstück, oder? Ja, hat schon Spaß gemacht, ein Auto zu bauen. Ich habe da viel Liebe gesteckt und hat richtig Spaß gemacht. So, das Fahrgestell, wo hast du es her? Das Fahrgestell habe ich von jemandem gekauft, der ist damit auf die Jagd gefahren. Wie auf die Jagd? Ja, das ist ganz lustig. Als SUV, der hatte einen Kipper da drauf und einen kleinen Kran. Und da hat er immer einen Anhänger hinten dran gehängt mit einem Hochsitz, mit so Gestelle für Hochsitze. Und der Hochsitz selber hat er mit dem Kran auf die Britsche gehoben. Und dann, wenn er im Wald war, den Hochsitz genommen, auf den Anhänger gestellt. Das heißt, der hat die Schweine vom Anhänger geschossen? Ja, von so einem Hochsitz im Anhänger, also auf so einem Anhänger. Ja. Also von einem Bekloppten, ne? War ein ganz Verrückter, der ist nie damit gefahren. Also das Auto hatte 60.000 Kilometer drauf, als ich das gekauft habe. Und der Mann, der hatte nur als Spaß, gekauft. Du hast ein bisschen was verändert, zum Beispiel die Reifen.
Ja, die Reifen sind größer. Ja, Kotflügel habe ich breiter gemacht. Ja, es sind noch diese gigantischen Hutchinson Aluminium-Verbundräder drauf, die sogenannte Bedlock-Felge. Ne? Bedlock-Felge, das heißt, die kann nicht runterspringen. Nein, die kann nicht runterspringen. Ja. Ist da noch ein Schlauch drin? Ne? Nein, Schlauchlos mit Bedlocks drin. Mit Bedlocks. Wir haben, was ganz selten war, hinten die gedrehte Achse wie in Unimog. Das heißt, du musst die Felge nicht andersrum montieren wie bei den anderen Fahrzeugen, wie man drüben an dem MAN sieht. Ne? Also Inside Das ist ja umgekehrt, ja. Der hatte eine Zwillingsbereifung, der war schon auf Einzelbereifung, serienmäßig. Ne? Das ist relativ selten, ist so ein bisschen im Unimog-Style. Sieht natürlich viel hübscher aus und ist auch einfacher mit den Ventilen dann die Felgen zu montieren. Ne? So, wie habt ihr den jetzt fit gemacht gegen Salz? Ja, der ist komplett auch im Chassis neu lackiert mit einem speziellen Korrosionsschutzlack. Das heißt, der Jürgen hat ein eigenes Rahmenkonzept drin entwickelt, was relativ leicht ist und auch seinesgleichen sucht, aber sehr, sehr zeitintensiv war zu bauen, wie ich mich noch daran erinnert habe. Es ist also genauso wie bei den anderen Fahrzeugen hier auch ein Zwischenrahmen, der federgelagert ist komplett und der dafür sorgt, dass in diese speziell angefertigte Aluminiumkabine keine Torsionen reinkommen. Ne? Hier ist ja auch nochmal, wenn du das siehst, Sven, guck mal, wir haben hier. Das Ding ist ja vom oberaufwendigsten gewesen, weil wir haben 2 Schrägen drin. Also es bedeutet, die Kabine, wenn du übers Profil kommst, Achso, die verjüngt sich nach oben. Die verjüngt sich nach oben, ist also mit mehreren... Warum? Ja, sieht schön aus. Es sieht gigantisch gut aus natürlich und wir haben halt oben aber auch in den kritischen Momenten mehr Platz. Ne? Logischerweise. Die volle Breite. Also innen drin haben wir 10 cm mehr Platz. Ah, okay, du hast 10 cm mehr Platz. Weil es ein kleines Auto ist, deswegen haben wir ihn oben schmäler gemacht. Länge vom Aufbau? 4,80. 4,80 und Fahrzeug insgesamt? Fahrzeug insgesamt ist 6,95 Meter. Okay, das heißt, du kommst überall mit durch. Ja, genau. Das war auch das Konzept von mir. Also ich wollte ein relativ kompaktes Auto haben, womit man tatsächlich in der Stadt auch stehen kann. Du kannst mit dem Auto, wenn du hinten Platz hast, ganz normale Parklücke stehen. So, die ist natürlich stark eingeschränkt, die Geländegängigkeit, weil die Winkel sehr schlecht sind bei dem, oder? Die Winkel sind sehr gut bei dem, ja. Warte, ich zeige es mal gerade. Das ist quasi eine durchgehende Gerade. Das ist eine durchgehende Linie, die über 45 Grad ist. Es ist ein wegklappbarer Unterfahrschutz, dem haben wir mal einem Artego entliehen aus dem militärischen Bereich. Ne? War wirklich mal bei uns übrig. Er hat halt so die Raffinessen wie integraler Rahmen hinten dran, mit dem Ersatzrad, den Heber dran, die Sandbleche dran. Also jedes Detail, guckt euch die Lichter an, guckt euch die Stimmigkeit an, der Aufnahmen, der Zugpunkte. Das hat alles einen Designer-Aspekt, genauso auch wie die Staukästen, die natürlich genau auf Maß für dieses Fahrzeug angefertigt wurden, nach seinem Blick und seiner Idee. So, wenn ihr mal einen Schritt zurückgeht, bitte. Ich muss mal Ehrfurcht hier walten lassen. Die Farbe ist so geil, das ist so ein Senf oder, nee, wie nennt man? Caterpillar-Gelb ist das. Caterpillar-Gelb. Ja. Du musst noch hinten noch Caterpillar draufschreiben. Nee, muss ich nicht, aber wir haben mal, meine Frau und ich, wir haben mal vor so einem Bagger gestanden in Düsseldorf in der Altstadt. Stand so ein Bagger und haben gesagt, das ist eigentlich auch eine schöne Farbe. Ja, die ist total klasse. Ja, dann habe ich gedacht, so, ihr habt den Pulver beschichtet. Ja, genau. Warum? Warum Pulver beschichtet? Weil das halt eben strapazierfähiger ist und ja, ich fand es auch einfach und ich fand es auch spannend, halt mal zu probieren, eine ganze Kabine mit Pulver zu beschichten. In einem. Und ging? Ja, hat funktioniert. Ja. Echtglas? Ja. Echtglasfenster? Ja, sind Echtglasfenster drin. So, dann den Reifen, wie kriegt ihr den da runter? Ja, das der Reifen. Der wiegt wahrscheinlich 20 Kilo oder was? Geht ganz einfach runter. Also oben ist eine Winde, da kommt noch so ein Arm dran, den kann man einfach einstecken oben. Ne? Und dann hat der Reifen hat einen Einsatz, also ist was reingeschraubt. Und am Fahrzeug ist nur eine dünne Platte. Und die dünne Platte, die hat Bolzen mit Teller eingeschweißt. Und an diesem Einsatz sind Schlüssellöcher. Ich brauche den also praktisch nur kurz anheben, dann ziehe ich den kurz, dann ist der los, dann ziehe ich den kurz weg. Lass den so runter, wie er jetzt ist. Und wenn ich ihn hochhebe, drücke ich ihn nur leicht an, weil die Schlüssellöcher in diese Bolzen kommen. Und was wieder ab und dann hängt er. So, jetzt habe ich ja gelernt, wenn so ein Reifen direkt am Aufbau hängt, das ist ja nicht die beste Lösung, weil der ja sehr schwer ist. Es kann auch mal rütteln und so weiter. Ist das sicher? Das ist sehr sicher. Da ist ein ganz aufwendiges innen drin, so ein Tragesystem. Okay, das ist also nicht nur draufgeschraubt auf. Ist das GFK Alu, die Kabine?
Alu. So. Der hat also innen drin ein Gestell, wo das Bettgestell und die ganze Konstruktion, die hält praktisch den Reifen sogar noch mit. Da ist so ein Gastank noch hinten dran. Da ist der Gastank. Ja, ist einer, 2 Gastanks. Sag mal, der Gastank bedeutet aber hier, die Kabine muss dicht sein, hinten gasdicht und mit einem Ausfall. Ja, der Gastank baue ich halt jetzt wieder aus, weil das Konzept sich nochmal geändert hat. Ich baue jetzt eine Dieselheizung. Da sollte eine alte Wasserheizung rein. Ja. Und jetzt habe ich mich aber doch für die Dieselheizung entschieden. Dann reicht mir ein Gastank, der ist da unten drunter. So, okay. Achso, das ist ein zweiter Gastank. Ein zweiter Gastank. Es gibt 2 Ja. Gastanks. Geschimpft? Warum? Tobi? Ja. So. Der Bauplatz Weil die alte halt eben nicht sinnvoll ist, ne? Im Innenraum. Das heißt, man könnte den aber dicht machen. Genau, den man könnte Innenraum. den Kasten dicht machen, brauchst die Belüftung auch wieder. Ne? Ein Entlüftungsloch. Okay, also das würde gehen. So, da kommt noch ein Gastank hin, hier vorne, oder wo? Der ist schon drin. Okay, das heißt, der hängt am Aufbau, der Gastank. Der hängt eben im Chassis drin. So, da sind ordentliche Dämpfer drin, die sind Zusatzdämpfer. Ja, das sind Spezialdämpfer hier von der Firma VW24 und Verstärkter ist speziell für das Fahrzeug gefertigt. Einstellbar, die Dämpfer? Sind nicht einstellbar, Die Tobi? sind nicht einstellbar. Die sind jetzt aber mit einer Zugstufe, die 1400 Newtonmeter ist, um einfach das Fahrzeug in den Pendelwirkungen so stabil wie möglich zu halten. Da habt ihr euch schon was dabei gedacht. Die Schäkel ist nur Show, oder? Das Die ist Schäkel können richtig was. Also das ist ja, siehst du ja an der Platte hier, das ist eine 15 mm Platte, ne? Und das ist eine Lösung, die am Rahmen befestigt ist. Das ist zum Bergen. ich kann damit abschleppen. Ja, du kannst schleppen, bergen. Dazu ist es ja auch so gemacht. Ne? Ich war auch wichtig, dass man am Schiff was Vernünftiges hat. Die sehen sofort, da kann man es festmachen, wenn der auf der Fähre steht. Und dann versauen die einem das Auto nicht. Und Aber warum nicht? Verstehe ich nicht. ja, wenn Seegang ist, die müssen hier Ach so, machen die hier fest. Müssen hier mit Ketten festmachen. Die haben nur mal so Ketten, die hängen die ein. Und Ja, ja. hier sieht man ja direkt, hier soll er eingehängt werden. Und, Das ist praktisch für Blöde. Die wissen, wo sie ihn festmachen müssen. genau. Vorne auch welche? Vorne auch welche. Kann er so rundherum festmachen. Die werden dann diagonal immer auf den Fähren verzurrt, damit sie auf Position bleiben. So, da hat noch nie einer drin gelebt, korrekt? Also er war schon ein bisschen mit unterwegs. Ne? Ja, wo warst du? 2 Monate in Griechenland, waren schon mal einen Monat in Spanien damit. Du hast ihn auf den Herz und Nieren, weil ich habe gesehen, ein paar Ölbäume hat es schon erwischt. Ja, genau. Und Griechenland ist halt schon, da geht es nicht ohne. So, das ohne gehört dazu. Kratzer ab. Bisschen Das gehört Party. einfach dazu. Die kann man wegpolieren eigentlich. Ja, auf dem Material ganz gut. Das macht niemand. Also das ist so, wer so ein Auto kauft, Zierstreifen, gehört dazu. Ne? so tun dem Auto nichts. Der ist aber quasi futschneu. So kann man sagen, bis auf ein bisschen Probe fahren. Und das ist auch wichtig. Das heißt, du hast den Probe gefahren, hat der Standschäden gehabt? Nein, gar keine. Also das, was war, haben wir erneuert. Und das Auto stand also vom Fahrgestell her wie neu. Und der ist auch noch nie was gewesen. Also er fährt immer Schlüssel rum. Das ist Abschmieren, was ist da abzuschmieren? ganz normal. Das sind halt ein paar Kadernwelle abzuschmieren und das ist relativ gering hier mit dem in die Ja, da gibt es aber einen Plan, den kriege ich mit, wann was zu machen ist. Genau, ja. Kann ich der Werkstatt geben. Ja, In welche Werkstatt fahre ich damit? ja zur MAN. Ja. Ja, die können das noch. Oder hier bei Vorwill, die können das auch. Die können das auch. So, dann hast du Airline-Schienen, die sind direkt verbunden mit dem Rahmen. Die Airline-Schienen, ja, die sind eingeschraubt in so einem in das Rahmengestell, was in dem Heck drin ist. Ne? Edelstahl, Schrauben. Ja, genau. Okay. Ja, ich frage ja nur mal, weil dich sowas zu fragen, ist ja schon eine Frechheit, weil, aber trotzdem, ich muss ja mal erwähnen, was ist das für ein Ding hier? Ist das hier ein... Leuchten, das sind LED-Außenlampen, ne? Also kleine Außenlämpchen. Ganz dezent von Lumicoin, ne? Die machen so einen dezenten Schein. Man Kannst so ein du, bisschen Licht unten. Ne? Opferanoden hätte ich jetzt gedacht, ja. nee, das hat, also das macht, Mach mal an. Nee, warum nicht? Gerade abgeklemmt. Ah, okay, also, ach so, die sind abgeklemmt. Also, wann kann ich den haben? Kann ich den Ende des Jahres haben? Ja, Ende des Jahres eventuell schon. Okay, also wenn sich jetzt jemand bewirbt, normalerweise Lieferzeit, Tobi, 2 bis 3 Jahre, der wäre jetzt verfügbar Ende des das ist Jahres. natürlich ein ganz besonderes Stück. Ne? Da müssen wir auch noch mal drüber reden. Der Jürgen ist ja vollständig verliebt und es gibt Lösungen da dran, die gibt es nur einmal. Ne? Ja. Also wir sagen mal eins, da muss eine 3 davor stehen, mehr sagen wir nicht. Also mehr als 300.000 Euro, ihr könnt euch drum bewerben. Das hier ist
praktisch ein extremst geländegängiges Fahrzeug. Das kann man ja sagen. Dass jetzt vorne die Sperre fährt, Vorne braucht man eigentlich ganz selten eine Sperre. Du hast eine, Nee, vorne hat er keine. Aber das braucht man eigentlich nicht. Braucht man nicht. Ne. so, es kommen ganz viele Raffinessen. Allein die Reifen sind quasi neu. Die sind extrem geländegängig. Sind die laut? Nein, die sind überhaupt nicht laut, finde ich. Also die fahren sich wunderbar. Das heißt, die sind selbstreinigend, oder? Ja, dieser ZXL, das ist halt der beste, denke ich mir, der da am Markt ist. Mit der beste ist Michelin-Reifen, ne? XZL, ne? Ist einer der besten. Und das sind noch ganz neue. Hast du den Motor nochmal überholt? Der Motor, da war nichts zu überholen. Der hatte erst 60.000 Kilometer drauf, habe Ölwechsel gemacht. Und, So, das heißt, der Motor ist quasi Baujahr von dem Fahrgestell? rundherum ist, habe ich natürlich schon neu gemacht. Ne? Die Batterien zum Beispiel, die sind auch hier ziemlich kompakt eingebaut. Du hast ihn für dich selber gebaut. Ja, ich habe den für mich gebaut. Ja. Da ist auch schon viel Gedanken gut dran. Also zum Beispiel, das ist der Batteriekasten, Kotflügelhalter, Halter für das Ding, Halter für die Kipppumpe. Da ist noch, da sollten jetzt der Wagenheber rein, noch ein Kanister, damit man Also sich kein Zufall. Alles geplant. Alles genauso wie Und dann Aufmaß möglichst so gebaut. klein wie es ging, ne? So kompakt wie es geht, gebaut. so. Nochmal, du hast hier eine Aufbaulänge nochmal 4,60 Meter. und Gesamtlänge 6 Meter. Gesamt 6,95. 6,95. Überleg mal, das ist so ein Joghurtbecher hat 7 Meter im Durchschnitt. Und hierbei hast du, das heißt, du kommst auch Breite, was hat der, 2,30? Oder? Ne, 2,50 ist 2,50. Er wirkt so knuffig, also er ist, Er ist unten in der Gürtellinie 250 und oben reduziert er sich ja auf 240 dann. 2,40. Ja. Also er wird 10 cm schmäler nach oben. Man sieht es ja in der Form, die Formgebung. Und er hat auch, wenn er es dann zeigt, eine ganz besondere Tür, einen ganz besonderen Einstieg. Also etwas, was auch zu uns, zu Vorbild 24 passt. Ne? Besondere eigens entwickelte Lampengitter für das Fahrzeug. LED-Scheinwerfer einsetzt. so, das heißt nur Standlicht ist jetzt. Das ist nur Standlicht dann. Ja. Auch da können wir LED-Birnchen reinmachen. Sind drin. Aber LED-Birnchen im Warmweiß. Im normalen Scheinwerfergehäuse, das ist jetzt was man machen kann, hat eigentlich keine Zulässigkeit, ne, wenn man Einsätze, aber Also hat keine offizielle Prüfung. Zulassung. Kommt in Frankreich und Italien, wird das aber so gefahren. So, ich zeig mal gerade hier unten, da hast du LED-Scheinwerfer, die haben eine Zulassung. die haben eine Nebelscheinwerferzulassung. Ja. Und dann sieht man sehr schön MAN. Was ist da für ein Motor drunter, Hubraum? Das ist der 4,2, 4,3, ne, also der Vierzylinder. 4,7 Liter. 4,7 Liter hat er, ja. Okay. Der ist ein bisschen, also ich sag mal so, der ist sehr effizient und sparsam, fährst auch 120 Liter, ne? Das ist das Schöne daran. Es könnte aber auch für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen der Sechszylinder sein. Ne? Der hat dann 6,8 Liter und bis über 300 PS. Ne? Der hat so um die 200 PS. Aber er tut, was er soll. Läuft einwandfrei. Also man hat auch keine Sorgen damit überhaupt. Und Drehmoment? Ja, das Drehmoment bei den Motoren liegt so bei 350 Newtonmeter. Ne? Ist ein Turbo mit Ladeluftkühlung. Bewährtes Maschinchen, gibt es auch mit 2 Zylinder mehr, dann hat er eben 6, Und Drehzahl im Fahrbetrieb, was dreht er? 1500? Der dreht mehr, 2,5. 2,5. ja, Okay. bei 90 so im Fahrbetrieb ist er so. Ja, noch im grünen Bereich. Enddrehzahl ist 2,5. 2000 Umdrehungen kann man schön fahren. So, innen, was hast du innen schön gemacht? Gut, jetzt sieht man ja. Schon alles überarbeitet. Ne? Ich zeig mal gerade was Schönes. Der hat nämlich Charger-Klasse 8. Das ist übrigens ein Joke, muss man sagen. Der hat natürlich keine Zulassung, um damit nach Stuttgart zu fahren. Wer will mit so einem Auto nach Stuttgart? Ja, genau, keiner. Also ich nicht. So, du hast original Recaro Luftschwingsitze. Ja, genau. Luftsitze von Recaro. Mit Klima. Türverkleidung haben wir neu gemacht. Innenverkleidung natürlich auch neu gemacht. Innen drin so eine Ablage. Ach du hast ein modernes Baujahr nochmal vom Fahrgestell? Nee, das ist ein was ist das, 96er. Ach, der ist relativ aktuell. Ja, aktuell, 96 ist nicht ganz aktuell. Also damals war das modernste Auto in der Wir haben Klasse. die bis 2004 sind die gebaut worden. Ne? 2000 war damals. Ist einfach das Steyr-Fahrerhaus mit der gleichen Scheibe auch. War das modernste Auto seiner Zeit. Das war auch das beste Auto im Verteilerverkehr, das damals auf dem Markt war. War also auch den
Konkurrenten da immer ein bisschen voraus und überlegen. Ja, aber jetzt, ich sag mal, im Vergleich zu denen, die wir eben gefilmt haben, die Baujahr 89 sind und so, da ist immer deutlicher. Den gab es ab 94, ne? Und den anderen gab es ja nur bis 94. Das ist also eine Entwicklungsgeneration zuvor. Und das ist schon, sagen wir mal, das ist eines der letzten Fahrzeuge voll mechanisch auch. Ne? Also das heißt, keine Steuergeräte, ne? kein Tankbus und nichts. Ne? Ist voll mechanisch. So, das ist das letzte gute Relikt aus einer anderen Zeit noch. Das letzte Baujahr bevor die Elektronik einkam. Die letzten, die hießen dann LE, die haben teilweise schon Elektronik, Steuergeräte, Pumpe, haben wir auch einen auf dem Hof stehen. Aber der hat keine Steuergeräte. Nein, der hat keine Steuergeräte. Wie funktioniert das? Das Einstellen der Drehzahlen und so? Ja, einfach über die ganz normale mechanische Pumpe. Ne? Der hat so eine Reihenpumpe drin. Also nichts CAN-Bus und ich programmiere die Drehzahl im Stand? Nein. Der hat keine gar nichts. Auslesung, Das ist noch, gar nichts. ja. Also dafür ist es sehr original, modern. Ja. Und dafür ist halt sehr modern der L2000. Okay. Ja. Das ist ja geil. Das heißt, quasi unkaputtbar. Was geht da schon mal kaputt? An dem, Eine Birne. keine Ahnung, eine Birne, ja genau. Eine Birne oder... Überall, wo die LEDs noch fehlen, gehen die Glühbirnen kaputt. Leider. So, das ist so. Wir reden über Glühbirnen. Wir reden nicht über Kardanwellen, Getriebe. Nein, also es ist, ich bin ja selber bekennender MAN-Fahrer und man muss schon, deswegen, du musst überlegen hier, du hast einen alteingesessenen Fahrzeugbauer, der hat an allen Sachen geschraubt, der nimmt MAN, warum? Weil es eigentlich, wenn man aus den Baureihen das Beste war, was man kaufen konnte. Damals war das beste Auto. Das war das absolut beste Auto. So, jetzt hast du hier alles nochmal, du hast den ganzen Hobel auseinandergenommen und neu lackiert, oder? Ja, klar, das habe ich schon gemacht. Und zum Großteil auch pulverbeschichtet. Ne? Also es sind viele Teile gepulvert, viele Details. Jetzt guckt ihr mal, das ist alles exklusiv Eigenentwicklung für dieses Fahrzeug. Ne? Mit aufwendigen Design, mit Stufen, mit einer groben Pulverbeschichtung. Der Dachträger, den hat er entwickelt für dieses eine Fahrzeug. Ne? Das ist also Die Schweißnähte hättest du schöner machen können, oder? Finden Sie gut. Oder Zink- und Pulverbeschichtung. Genau, guck dir solche Halter an. Das ist alles genau auf Design, auf Maß. Guckt sich das dann an, hat einen Bleistift in der Hand, malt einen Zettel und dann verschwindet er und schreinert sich das, jetzt mal überzogen gesagt im Metallbauerjargon. Der Unterfahrstuhl sucht seinesgleichen, ne, mit der äußeren Schutzkante. Das ist alles so überladen mit Gimmicks. Ne? Diese Aussparung braucht er eigentlich nicht, wollte er aber, warum? Weil es geil aussieht. Ne? Also das heißt, diese aufwendige, allein sowas zu bauen, um dem Rad wohl möglich mehr Freigängigkeit zu geben. Ich habe ihn draußen gesehen, die Optik ist Hammer. Weißt du hättest ja einfach nur einen geraden Koffer drauf machen können, der wäre genauso funktionell gewesen. Aber dadurch... Warte mal, ich komme. Aber weißt du, was ich total geil finde? Diese große Anzahl von Fenstern auf der anderen Seite. Ja. Warte, ich zeig das mal. Also hier ist klar, hier hast du Licht. Und jetzt wird es übrigens sehr laut hier in der Halle, aber wir kriegen das hin. Hier hast du Licht. Und hier hast du schon mal optisch die Aussage, du kommst hier nicht rein. Genau, jetzt hier hat er ein bisschen von Alcatraz, aber trotzdem innen ist es der Hammer, weil auch innen wie außen geht der Jürgen immer eigene Wege, das muss man dazu sagen. Und dieses Fahrzeug ist jetzt bei gut und ein bisschen über 200 Fahrzeugen, die wir gemacht haben, hier bei 4Wheel24 eines mit der außergewöhnlichsten und gehört auch auf jeden Fall immer zu den 3 spektakulärsten und interessantesten von den Features, von den Details, die hier umgesetzt wurden. Ne? So, da ist eine Sackmarkise, was ist hier drin? Da ist eine Markise drin, ganz normal, eine Aufrollmarkise. Echt? Ja. Also die hast du zusätzlich schon mal abschließbar gemacht? Was? Abschließbar hast du nochmal gemacht? Ja, genau. Die ist auch eingesetzt. Wird einfach eine ganz einfache Plane, die wird aufgeklappt und schmeißt die Plane raus. Die Stangen von dem Plan, man hört ihn gerade nicht. Die sind da drin. Krass. Hast du eine Klimaanlage eingebaut? Nee, das ist nicht so. Klimaanlage hat er auch. Hat er auch. Vorne im Fahrerhaus oder hinten auch? Stellst du dann unten drunter und Die stellst du runter. kannst du dann bestellen. Guck dir mal die Ladeeinrichtung. Da ist einfach der Zwischenrahmen offen gelassen, zweckentfremdet, ruckzuck hast du Stauraum. Ne? Ja. Das sind Großserien-Speziallösungen. Da kannst du einfach nur schmunzeln und dich freuen, wie toll er das gemacht hat. Ja. Stunden. Es ist eigentlich unbezahlbar. Also wenn es bei Unicat so im Auftrag gelaufen wäre, wahrscheinlich 750.000, 800.000 Euro oder was schätzt du?
Ich kenne die Firma nicht. Was macht die Unicat? Die macht auch solche wunderschönen Fahrzeuge. Die sind gut, muss man sagen. Also ein guter Kollege. Spannend, ja. Kann man immer was lernen. So, hier sieht man das. Also, ganz wichtig ist, ich sag mal, er muss nicht, aber er hat gesagt, er könnte vielleicht noch eins machen. Wenn es Leute gibt, ruhig mal bei euch melden. Wir gehen jetzt mal rein. Wie kommt man da hoch? Oh, das ist spannend. Jetzt wird es spannend. Es ist echtes Carbon. Ja. Auf Maß gemacht. Ja, gibt's nur Auf Maß gemacht? Auto, ja. Ja, genau. Du bist total verrückt. Ja, genau. Jetzt pass auf. Ne, bitte nochmal, das war so schön. Mach nochmal. Und die klappt sich komplett rein. Das heißt, der tiefste Punkt ist nicht die Treppe. Nein. Nochmal raus, bitte. Phänomenal, ne? Sag mal, ich kann das Video beenden hier mit der Treppe. Wir gehen gar nicht mehr rein. So, man kann auch nicht sagen, man muss auch nicht immer den Fußarg hochheben, ne? Frei schwebend und vor allen Dingen nicht unbedingt klein. Ne? Das Geile ist ja, du hast das gebaut wahrscheinlich für 170 Kilo, oder? Ja, genau. Geht doch wunderbar. Also das kann Geh mal hoch. Ich bin doch dort 2000 Mal schon 2000 Mal? da raus und reingegangen. Ist ja krass. Der Hochspule. Ne? Also er ist immer auf Leitern bei uns gestanden. Wir haben gedacht, das geht nicht. Phänomenal wie... Du kannst es oben noch hochklappen, oder? Ja. Mach mal. Das habe ich schon gesehen bei anderen Herstellern. Die Idee war halt eben, kommt vom Motorradfahren. Ja. Und ich wollte halt, wenn man drin sitzt, dass man ein bisschen Kontakt nach außen hat zu den Leuten. Ne? Damit, wenn einer vorbeigeht, damit man mit dem reden kann. Du bist total wahnsinnig. Du hast hier eine Siebträgermaschine eingebaut. Wieso ist das wahnsinnig? Das ist schön, ich will morgens meinen Cappuccino haben. Ne? Du hast dein ganzes Leben lang gearbeitet, oder? Ja. Was ich geil finde, sind hier die Drehverschlüsse. Da sieht man nämlich, wenn er auf ist. Ja, pass mal auf. Ja. Jetzt auch mal drüber. Es hat alles seine Ordnung. Wechselrichter drin, ne? Dann kann ich meine Fahrradakkus, sobald ich losfahre, werden meine Fahrradakkus geladen und die Akkus vom Schrauber. Ne? Da passt halt. Da ist jetzt ein kleiner Wechselrichter drin, nur für den Zweck. 2 kW, ja. 2 kW für den Zweck, okay. Verstehe. Das ist aber nicht der einzige. 24 Volt, der läuft dann nur über das Fahrzeug. Also sobald ich starte, springt der an und leitet automatisch meine Fahrradbatterien. Ne? Der Wechselrichter ist nur zu dem Zweck. Nur zu dem Zweck. Drin ist noch eine Kombi, oder? Drin ist noch eine Kombi, ne, von Victron. Okay. Und hier oben drüber? Das Hygiene-Sender. Wahrscheinlich. Das ist die Versorgung von dem Fahrzeug. Die Versorgung? Das ist der Hammer. Ist alles anders, oder? Das ist alles quer gedacht. Guck dir das mal an. Feuerwehr. Genau. Das ist im Grunde genommen. Also da kann man Gastank füllen, kann man Wasser befüllen. Das ist die Außendusche jetzt. Hier kommt dann Landkabel dran. Da gibt es noch Pressluft. Jetzt eine Außensteckdose für Gas. Ich gehe noch mal kurz durch. Also da ist der Landstromanschluss. Genau, der Landstrom. Hier ist Gassteckdose. Das sind die 2 für die Gastanks zu befüllen. 2 Gastanks, hinten und unten. Genau. Okay. Das ist für den Wassertank zu befüllen. Das ist die Außendusche hier. Ja. Hier habe ich auch direkt die Schläuche und die Kabel und so alles drin. Ach, die Außendusche hat Gardena in gut? Ja, genau. Ja. So. Hier auf und dann Was? los. Der Hahn ist zu unten. Ne? Ach so, der Hahn ist. Pumpe. Die Pumpe ist aus. Doch, geht. Frischwassertank, was hast du? 450 Liter. 450. Abwasser? Abwasser habe ich 100. 100. Das spricht für sich. Ja, ich meine, Abwasser, wenn du jetzt Offroad draußen bist, lässt es immer durchlaufen. In Städten, wenn du stehst, nutzt es halt. Also ich sage immer so 120 bis 150 Liter Langen. Wenn jetzt jemand, Also früher, ich hatte schon mal so ein Fahrzeug. Früher war das anders, da konnte man einfach überall aufdrehen. Heute ist das schon so, dass irgendeiner meint, der müsste sich da aufregen, nur weil da Wasser rausläuft. Ne? Da bin ich ein bisschen Quatsch, aber wenn man das irgendwo ablässt. Ne? Gut, die Zeiten haben sich geändert, du weißt ja. Ja. Das geht ja. Übersensibel, also das ist hier eigentlich nur Spülwasser und wir benutzen auch Bioseife und da kann man eigentlich überall. Ja, da sind aber die Hautfette von der drauf. Das ist schon gefährlich für die.
So, das lassen wir mal offen, einfach mal. Okay, dann die Reifendruckregelanlage an jeder Stelle vom Reifen. System, ja. So auf jeder Seite ist so ein Kasten. Ist so geil. Ich habe ihn gefragt, mach mal die Beleuchtung an. Nö, das mache ich jetzt nicht. Die habe ich gerade abgeklemmt. Ich habe innen drin das ein bisschen was da machen und ja, das kennen wir ja. Ne? Ja. Die So, die kommt dann da ran. Ja, sehr schön. Ja. Gut. Sehr schön. Ne? Da darf ich mal reingucken? Ja. So, also ich gehe jetzt mal hier hoch und das Feeling. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, mal eisern Licht mal anmachst, was du hast, ja. Das war innen drin? Innen drin, ja. Mit der Tür, das ist schon, das kenne ich von, wo habe ich das gesehen? Österreich, die Firma. Wie heißt sie noch? Die viel Action macht, glaube ich, ne? Actionmobil, ja. Also die bauen ja auch richtig tolle Fahrzeuge. Aber das hier, muss ich sagen, wenn so ein Fahrzeugbauer das selber baut, für sich. Und was hast du jetzt geliefert, die Kabine? Es ist so, die Kabine ist im Joint Venture mit uns entstanden. Fenstertüren und Klappen, einzelne Details hat er hier gebaut. Ne? Deswegen steht ja auch unser 4Wheel24-Label drauf. Wenn mich jemand danach fragt, sage ich, das Auto wollen wir nicht nochmal machen, weil es einfach Prädikat unbezahlbar ist. Es ist so eine hohe Individualisierung, wie man sieht, mit seinem Stony-Logo. Ne? Man sieht ja auch, ne? Stony Live, er in Form eines Piktogramms. Ne? Persönlich hat was, ne? Weil Stony ist eigentlich die Abkürzung von deinem Nachnamen, ne? Gewesen, Ja, genau. ne? Die nennen wir, also meine Freundin nennt mich Steini. Steini. Ich komme mal gerade hoch. Ist halt das entstanden mit dem Stony. So, jetzt habe ich ein kleines Problem, aber das werden wir gleich lösen. Du hast einfach reinkommen. Kannst reinkommen. Ja. So, warte, ich zeige mal gerade. Also, das ist die Siebträgermaschine von Solis. Ja, genau. Drüber hast du ein Relikt aus alten Zeiten. Ja. Das war 1961, nehme ich an. 2016 war das. 2016. Ja. Da warst du noch schwerer zu der Zeit? Nee, da ging es gerade. Nee, da war ich ungefähr so schwer wie jetzt. Weil nämlich ich weiß, dass das zulässige Gesamtgewicht pro Person von so einer Paris-Dakar nicht so hoch ist. Ja, ist das Leben jetzt schöner, wo du leichter bist? Leben ist natürlich schöner. Es ist immer schöner, wenn man leichter ist. Ne? Ja. Gut, ich habe ja jetzt schon übrigens für alle die es wissen wollen. Für alle, die es wissen wollen, ich habe schon 7 Kilo abgenommen. Also da gibt es den nächsten Bericht drüber, weil ich habe ja vorher-nachher Bilder gemacht. Die große Challenge. Also was mir auffällt ist, du hast eine gefühlte Fahrzeugbreite, die auch tatsächlich so ist. Die ist so breit, dass man fast glauben könnte, du hättest einen Slide-Out hier drin. Ja, wir haben das Maximale rausgenommen, obwohl wir 65er Isolierung haben. Na, die Wände sind 65 breit, also innen ist er fast 2 Meter, ich glaube 36. Du hast eine 65er Isolierung? Ja, 65 Echt? Meter. Ja. Geh mal bitte hin zum Bett. Ja. Und ich setze mich mal gerade dahin, dass ich mal die ganze... So, ich mache mal gerade hier die Schuhe mal abtrocknen, habe ich gemacht. Genau. So, jetzt setze ich mich hier hin. Steini heißt so. So, hier linke Seite haben wir... Ja, der Schrank ist halt noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig, okay. Das ist das Einzige, was jetzt noch... Ja, aber du, ganz ehrlich... Das so, die Klimaanlage, du hast eine Staukastensklimaanlage drin? Staukassenklimaanlage von Dometic. Eine Saphir oder? Nee, eine Dometic. Dometic ist ja gut. Ja, dass wir das haben. Ich habe den wieder mal verwechselt. Dann hast du hier eine Sitzbank mit drin. Ich liebe Cord. Habe ich das jemals erzählt? Ich finde es cool total. Auch die Farbkombi, ne? Ja, die hat was, ne? Mit diesem Creme in Verbindung mit dem Blau und dem angepassten Cord. Auch die kleine L-Küche, ne? Die echt schick ist. Auch das Bad, da muss man ins Bad gucken. Es ist einfach, an dem Jürgen ist auch ein Designer verloren gegangen, weil er hat es ja alles auch innen selber gemacht, ne, obwohl er gar nicht aus der Holzprofession kommt, und es hat alles seinen Style. Was ich gut finde, ist, du hast viele Dinge aus dem Standard-Weiße-Ware-Bereich umgesetzt. Wie zum Beispiel hier die Küche hast du eingeschrägt, damit man besser rankommt. Ja. Das ist, ich sag mal, nicht alles, was die Massenindustrie macht, ist schlecht. Sondern man muss mal die Augen mal aufmachen. Du hast die Schränke nicht so weit rauskommen lassen, damit das Raumgefühl kaputt geht. Du hast nur auf einer Seite Schränke, damit du nicht erschlagen wirst von, ich hoffe, ich spreche dir aus der Seele. Ja, genau. Du hast ja was. Also, ist so entstanden. Ich habe das Video gesehen von Willi, von dem Knoblauch, und der hat dann erzählt, er will vorne sitzen, weil seine Frau geht immer früher ins Bett und will ein bisschen Platz haben zu dem Bett, damit man nicht stört. Einer kann schlafen und der andere kann trotzdem vorne noch was sitzen und mit dem Laptop was machen. Ne? Und das wollte ich halt eben auch.
Und dann habe ich gedacht, ich mache das genauso wie der. Ja. Und dann war ich aber bei dem im Auto und der hat das Prinzip hat er genauso, nur der hat das Bad auf der Seite. Ja. Und dadurch wird das Raumgefühl halt total erschlagen. Du hast das Bad hier und dann hört das Auto praktisch hier auf mit dem Bad, mit dem hohen Bad. Und das wollte ich halt nicht. Da habe ich gedacht, das mache ich nicht. Ich will schon durchgucken können bis hinten hin, ne, damit man ein Raumgefühl hat. Ne. Das ist schon wichtig. Ne. Die Kabine ist ja nicht irre lang, sondern die ist ja relativ kurz. Ja, ist relativ kurz, ja. Aber man kann es auch gut machen. Das ist, hier ist der Durchstieg. Hier ist der Durchstieg ganz normal. Gut, den musst du ja nicht benutzen, aber ist ja für Fälle. Ja, wir brauchen schon. Also ich finde, gerade aus Kommunikationszwecken, wenn meine Frau hinten ist und wir wollen zum Beispiel losfahren, ich setze mich schon mal vorne ran, die kommt nicht, dann kann man wenigstens mal die Tür aufmachen oder durchschreiben, wo bleibst du denn oder was. Guck mal, der Jürgen ist erfahren, die sind schon mit zweimal umgebauter Honda Transalp mal die Seidenstraße hochgeknattert. Oman Komplett. oder? Ja, bis nach China gefahren. Im Oman. Mit dem Motorrad, ja. So, wenn du mal so lieb bist, mach mal zu, Tobi. Dass wir mal kurz mal hören, weil da draußen ist nämlich Europapark hoch 10 von der Lautstärke. Hier wird geschafft. Du musst von innen machen. So, er macht das von innen. Komm, muss an der Kolle ran, aber geht So, er macht das zu. Dann kommt die Tür. Da brauchst du auch oben nichts zumachen, die Tür verriegelt das obere. Ja, genau. Ach, so schön, wie das klingt. Jetzt ist Ruhe, oder? Jetzt ist Ruhe, ja. Die Fenster, was hast du drin? Jetzt sind die Fenster von hier, also von Also im Grunde genommen die Scharnierband, Klavierband, oben Fenster aus Aluminiumkonstruktion mit einem Feststeller dran. Ne? Echtglas hier mit getönten Scheiben, also mit Wärmeschutzverglasung noch. Okay. Und genau auf Maß gemacht bei dir, Jürgen. Ne? Das gab es gar nicht, das Sondermaß. Das war noch einer der ersten, also von der Serie. Genau. Und dann habe ich mir die halt eben auf Maß machen lassen. Du, ich finde die Fenster so gut, weil die alle eine Höhe haben. Dadurch wirkt das natürlich und du hast das Gefühl, hier ist Raum drin. Wenn du hier reinschaust und guckst nur auf Fenster, du hast alles offen gelassen auf einer Seite, statt, weißt du, so im Wechselbad mal links, mal rechts ein Fenster. Du hast gesagt, eine Seite, die mache ich zu, die brauche ich nicht. Ja. Und deswegen auch die Optik von dem Badfenster, das so ein bisschen Alcatraz. Du brauchst schon hier ein Fenster, damit man hier ein bisschen gucken kann, was da los ist und so. Ne? Also das Fenster ist ganz wichtig, finde ich schon, an einer Seite. Ja klar, und im Bad hier auch. Aber hier die Panoramafenster? Vom Licht her reicht das natürlich, bringt das natürlich genug. Ne? Mach doch mal das Bad auf. Warte, Jürgen, mach noch nicht das Bad auf. So, ich zeig mal gerade. Du hast noch mal einen Kühlschrank hast du eingebaut, Tedford? Ja, ganz normale. Zeig mal mit der Getränkeschublade unten. Ja, genau, wie man es kennt. Ja. Der kommt jetzt aus dem ganz normalen Bereich weiße Ware. Ja, super Kühlschrank ist das, finde ich. Ne? Weil da hast du genug Platz, hast unten die große Schublade. Ne? Also unten der Gefrierschrank ist groß genug. Ne? Also das ist schon klasse. Ne? Also du warst schon unterwegs, der kühlt auch? Ja, der friert richtig schön ein und der kühlt wunderbar. Also der Kühlschrank finde ich klasse. Also da bin ich sehr zufrieden mit. In Koblenz, was trinkt man für ein Bier? In Koblenz trinkt man Königsbacher. Und bei dir? Bei mir ich trinke eher Wein. Ne? Okay. Was für einen Wein trinkst du? Weinschublade. Sag mal die Weinschublade. Wow! Ist das Stahl, die Schublade? Ja, Stahl. Hast du selber gebaut? Feuerwehrauszug, ja. Ein Feuerwehrauszug? Ja. So, da sieht man auch schön das Holz. Holz hast du nicht selber gebaut, oder? Holz habe ich auch alles selber. Hast du auch selber gemacht? Ja, hat nur ewig gedauert, deswegen bin ich noch nicht. Okay. Ja. Sag mal, du bist doch Fahrzeugbaumeister und kein Holzschreiner. Ja, war halt nicht so einfach, aber langsam geht's. Hast du eine CNC zu Hause? Nein, ich habe keine CNC. Ich mache alles mit der Hand. Ne? Ja, wofür soll ich eine CNC haben? Ne? Brauche ich gar nicht, ich bin ja nicht selbstständig. Also er hat sich da durchgeschlagen. Ne? Das Konzept war vom Anfang ein bisschen anders geplant. Ich habe das lang verfolgt. Ne? Guck dir mal die Spaltmaße an. Das hat er von der Hand gemacht. Ja, das macht er von der Hand mit der Nagelfeile. Mit einem Blick auf das ganze Auto. Er malt ja nicht immer irgendwas, er zeichnet ja nicht immer aus. Er baut einfach. Hier ist nichts. Du hast nicht das Gefühl, dass sie den kompletten Plan im Kopf, bevor er anfängt. So, wir haben uns natürlich auch viel Gedanken gemacht. Zum Beispiel, da steht hier drauf Baguette. Meine Frau hat recherchiert, wie lang darf ein Baguette sein in Frankreich. Und dann ist das speziell dafür gemacht. Sag mal, machen wir auf. Ist da noch eins drin aus Frankreich? Das könnte sein, ja. Nee, so, ist nicht. Aber das ist ein Brotschrank.
der genauso lang ist wie ein Baguette lang sein darf. Also, Da gibt es ein Normmaß. Da Ja, gibt es ein Normmaß in Frankreich. ich wohne in Frankreich. Ja. Das ist übrigens, Wir haben auch da- du weißt, dass es staatlich subventioniert ist, Baguette? Der Preis ist Ja, festgelegt? der ist festgelegt, weiß ich. Aber nur für normales Baguette. Ja, genau. Kostet nämlich, glaube ich, nur 60 Cent. Ja. So, und dann, wenn du mal gerade zur Seite trittst, ich liebe deinen Bauch, aber nee, links, So. genau, dass wir das mal sehen. Das Coole ist ja, dass du das gebaut hast für jemand, der jetzt nicht ultra schlank ist, sondern du Ja. brauchst Raum zum Gehen, zum Ja, Drehen, genau. zum Anziehen. Ja. Und da ist Platz genug. Und du kennst deine Maße ja ganz gut, oder? Ja, ich kenne meine. Du wachst ja morgens damit auf und Ja. so, Tedford, Triplex, der kommt ja auch aus der weißen Ware, aber der hat sich bewährt. Der ist auch sehr gut, ja. Da kannst du, also wir haben schon Lammkeule drin gemacht, alles mögliche. So, der hat nämlich Ober- und Unterhitze, da kannst du richtig drin backen. Ja. Aber das ist ja jetzt ein ganz normaler, stinknormaler Herd. Jetzt so Rüttelpisten hält er aus. Der hat bis jetzt wunderbar gehalten, also das ist kein Problem. Wir sind ja schon ziemlich viel Offroad damit gefahren und das ist klasse, das Ding. So, und dann hast du hier ein Spülbecken eingebaut. Auch das hier vom Feinsten. Und du sagst, du hast Holzbau Hier ist vorher der Müll. noch nie gemacht. Den kannst du nach außen rausnehmen. Kann man nachher mal gucken. Von außen kenne ich bei Yachten, ist das so. Ja, Da wird's von außen ich fand das genommen. auch sehr praktisch. Ich finde das sau praktisch. Hatte ich früher immer schon. Ne? Ich schmeiße einfach alles da rein und dann Sag mal, von bitte. außen die Tüte rein. Da ist eine Tüte. Ja, jetzt Volker filmst du meinen Müll hier. Ach so, scheiße. Es geht ja. Also wenn ihn jemand kriegt, wird der natürlich aufbereitet. Der wird dann sauber, wird nochmal. Dann hast du hier einen Eckschrank gebaut und du hast vorher nichts mit Holz gemacht. Und wer hat denn das Furnier gemacht auf dem Holz? Das habe ich auch alles selber gemacht. Hast du selber gemacht? Ja, ja. Wie denn? Genau, das ist Linoleum. Linoleum. Meine Frau wollte auf jeden Fall keinen HPL haben, weil die gesagt hat, sieht so aus wie ein Büro. Also dann Aber wie hast du das gemacht mit dem? Das muss man doch können. Sowas. Ja, ist geklebt. Geht. Das ist Und kein wie? Problem. Einfach draufgeklebt mit einem Bügeleisen. Nee, ich habe mir so große, dicke Spanplatten gekauft und dann habe ich halt immer die Spanplatten unten drunter, dann so eine Platte, geklebte Platte und dann oben drüber Spanplatten als Gewicht und dann mit Schraubzwingen. Das war irre Arbeit. Und das Zeug muss erhalten. Also es ist ja, wunderbar. hält wunderbar. Mach mal auf. Das ist so ein Eckschrank. Ne, hier, den Eckschrank erstmal. Machen wir gleich. Ich muss gerade mal, wenn du nämlich gerade da stehst. Okay. Okay, jetzt die Schubladen. Boah, das gibt wieder, das sagt wieder Schimpfe. Mach mal das, mach mal das. Ja, genau. Meine Frau, da ist keine Ordnung drin. Die meckert dann. So drunter. Okay. Ja, das ist für Flaschen. Da sind leere Flaschen drin. Aber krass ist ja auch die Kombination von dem Auto. Ich fahre ja auch einen 4,7 Liter Euro-Cargo. Ja. Der zieht von unten raus. Also das merkst du richtig. Also der Vierzylinder. Und der Turbo hat einen Ladeluftkühler. Der hat einen Ladeluftkühler. Turbo, Okay. also Turbo und Ladeluftkühler. Spritverbrauch. Ja, so um die 20 Liter rum. Ja. Gut, ist ja der Allrad, der trägt ein bisschen auf für den Spritverbrauch. Ne? Und die dicken Ja, die Reifen. brauchen schon ein bisschen was. Ne? Also das, So, wir kommen gleich ins Bad. So, dann. drunter ist dann noch. Das war das andere, was ich mir überlegt habe. Ich wollte Kisten haben, damit man draußen Zu Hause laden kann schon mal was. Ne? Da habe ich halt eben so ein Fach gemacht mit den Plastikboxen. Die kannst du rausnehmen und kannst du dann daheim schon mal vorladen mit irgendwas, Klamotten, Lebensmittel und dann die fertige Kiste dann hereinbringen. Da sind noch 6 Stück da drin. So, Jürgen hat übrigens mir ein Papier gegeben, dass ich mir meine Füße auch wirklich dann sauber machen konnte. Da hinten hast du denn, es klingt sehr trocken hier drin, also nicht hallend irgendwas. Das Raumfeeling, was hast du oben, Filz? Da ist oben Filz und hinten, das wollte ich halt eben auch haben. Damit, wenn du an der Wand liegst, damit das ein bisschen gemütlich ist. Hast du hinten noch Licht zum Anmachen? Da hinten ist noch Licht. Ja. Mach mal an, bitte. Geht das? Der Schlafzimmerschrank ist zwar fertig schon, der da reinkommt, aber noch nicht eingebaut. Du hättest es nicht erwähnt, hättest es gar nicht gemerkt. Ja, es sind, er ist ja noch so auf der Zielgeraden. Ne? Klappe, man kann also für Sterne zu gucken. Wie eine Klappe. Die kannst du ganz aufmachen. Also kein Fenster, eine Klappe. Ja. Wie, geht die schwer auf, oder? Ja, im Moment sind die Stoßdämpfer gerade ausgebaut. Die waren zu schwach. Habe ich jetzt neue bestellt. Hast neue bestellt. Ja. Das heißt, Aber hast kannst du komplett aufbauen. du hast eine Klappe gemacht statt ein Fenster. Das habe ich noch nie gesehen.
Also hast du hier eine Klappe gesehen, Tobi? Es ist isolationstechnisch halt wesentlich besser, weil du es besser bauen kannst. Und, Du kannst ja, wenn du im Bett liegst, wollte ich halt von oben kein Fenster haben. Ne? Weil dann, wenn die Sonne auf den Schädel brennt, warum? Dann ist auch lauter, muss man sagen. Wenn du, ich wollte halt durchlüften können. Ne? Da vorne machst du die Tür auf und hier die Klappe auf, dann zieht es halt durch. Ne? Die Fliegen? Ja? Der Fliegen muss noch ein Gitter hin, ne? Muss noch ein Mückennetz hin. Ne? Gut, kommt noch. Ist aber auch bestellt schon. Ist schon bestellt. So, dann die Schränke, das hast du hier mit den Lederriemen schön gemacht. Ja. Und die Oberfläche ist Linoleum, sagst du. Es riecht aber nicht wie in der Schule hier drin. Nee, Möbel-Linoleum, ne? Speziell. Okay. Dann, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Auch die Treppe hast du selber gebaut. Ja. Wie hast du dir denn das Holz beigebracht? Mit dem Holz? Ja, Stück für Stück. Ganz langsam. Ne? Das hat halt ewig gedauert alles. Ne? Dann aber auch hier die Rundungen, das hast du hier abgeschliffen, nehme ich an, von Hand. Genau, alles abgeschliffen, gefräst. Das Auto muss doch neben dir beerdigt werden, wenn du irgendwann mal stirbst. Ja, das sagst du so. Vielleicht Schauspiel. Sag ja, mal gucken. Bitte noch mal runter machen. Bitte nur einmal. Ich feiere diese Treppe. Guck mal, wie die ineinander geht. Hast du gesehen? Ja, das ist ein Traum. Es sieht ja aus wie eine Applikation. Noch mal hoch. Ja, ein Stück also ruhig ein bisschen. Das ist die selbstgebaute Treppe. Krass. So, jetzt kommen wir zum Highlight. Ein weiß es nur, es reiht sich ein Highlight nach dem anderen an. Ja, Victron, habe ich schon gesehen. Bitte mal Licht machen, was warst? Touch. Ja, ich habe ja Licht, warte mal. Ich mache mal hier die Lichtfarbe runter von hier mal ein bisschen 3,9 machen. Dann sieht es noch ein bisschen wohnlicher aus. Und da, also es kommt noch, da ist jetzt, ein Trillino hast du eingebaut. Ja, genau. Bin ich sehr zufrieden mit. Das ist das Beste, was es gibt, finde ich. Ne? So, Pipi wird getrennt. Ich habe da ewig damit gefremdelt und seit wir das Ding haben, kann ich überhaupt nichts anderes mehr vorstellen. Ne? Auch jetzt zu Hause hast du umgerüstet. Ne? Nein, zu Hause nicht, aber da hätte ich jetzt auch kein großes Problem mit. Jetzt sag mal, Trillino, hast du mein Video gesehen, mein Trillino-Video? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Nee, hab ich dann nicht gesehen. Guck's dir mal an, da haben wir es genau beschrieben mit dem Chef von Trillino. Es gibt ja 1000 Formen und Farben. Ja. Die hast du hier, ich kaufe mir jetzt noch einen neuen Deckel. Der Deckel ist das Einzige, was nicht so schön ist an dem Ding. Ne? Aber der Rest funktioniert super. Ne? Also das ist die aktuelle Benutzung? Ja, also das weiß ja jeder, wie sowas aussieht. Ne? Darf ich mal sehen? Ja? Nur mal kurz mal aufmachen, dass man sieht, also das wird nur mal erklärt gerade. So, das ist jetzt eine Trenntoilette. Ja, genau. Riecht die irgendwie? Nein, riecht gar nichts. Riecht nichts. Warum nicht? Mülleimer, das verstehe ich auch nicht. Du machst da Kacke rein und dann da muss da was riechen. Wenn was riecht, höchstens vorne der Urin, aber hinten riecht eigentlich nichts. Also zur Erklärung, du hast vorne einen Urintank, der ist getrennt. Ja, genau. Und hinten ist einfach eine Tüte drin. Ne? Und du kackst in die Tüte und dann riecht nichts. Ich habe allerdings einen Sog eingebaut. Ne? Okay. Also einen Schlauch und dann drückst du hier drauf, der läuft 4 Minuten, saugt der nochmal 4 Minuten ab. Warum riecht da nichts? Aber selbst das braucht man nicht. Ich habe auch die Späne, wir haben ja so Späne unten in so einer Kiste drin, ne? so einen Geruchsstopper. Den nutzen wir auch nicht mehr. Ich habe mal eine Frage. Jetzt ist aber, du machst da jetzt Kacki rein. Ja. Aber Kacki riecht doch. Normalerweise ja, aber man riecht nichts im Auto. Ist das bei euch so vielleicht am Rhein oder so, dass das anders ist? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist jeder, der so ein Ding hatte. Also ich konnte das vorher auch nicht glauben. Ich konnte das überhaupt nicht glauben. Ne? Aber es funktioniert wirklich perfekt. Und man kann überall entsorgen. Man hat das Entsorgungsthema komplett auf dem Kopf. Man braucht einfach nur einen Mülleimer. Jetzt, als wir in Griechenland waren, da stehen überall Mülleimer. Da habe ich halt andauernd mal eine neue Tüte reingemacht. Das sind 2 Minuten gemacht. Du musst mir mal helfen. Die Leute beschweren sich immer darüber, dass ich sage kacken. Sag mir mal ein anderes Wort für kacken. Weiß ich jetzt nicht. Groß machen oder? Groß machen oder Toilette geben. Keine Ahnung. Und funktioniert auf jeden Fall gut, diese Trenntoilette. Okay, also das ist in Ordnung, wenn man sagt. Gedacht, ja, okay. So, Hauptsache, dass wir darüber geredet haben. Dann ist eine Dusche mit drin. Ist das wasserfest hier, das Zeug? Ja, klar. Das sind Aluminiumwände. Ne? So Aluminiumwände. Das Holz ist behandelt gegen Wasser? Ja, genau. So. Aluminiumpulver beschichtet dann. Ne? Druckwasserpumpe, ganz normal. Kleines Waschbecken mit drin. Ja. Das Rasieren, wie siehst du dich? Den Spiegel habe ich innen drin. Da reingemacht. Ja, da ist einer, da ist ein großer. Ne? Okay, so, da ist das Klopapier uns. So, dann ganz wichtig, deine gesammelte Bibliothek. Ja. Ich sag mal King George, Heinrich VIII. Ja, meine Frau liest sowas. Echt? Ja.
Mach mal, wenn du das Buch mal in die Hand nimmst. Weiß ich. Das hat einen Rausfall. Ach, das ist so kompakt, das Boot. So, dann wart ihr schon in ganz Europa damit. Also mit dem anderen schon. Seid ihr Camper? Wir sind schon immer Camper. Ich bin schon immer Camper und ich hatte schon mal 15 Jahre so ein Fahrzeug, aber das schon vor 20 Jahren. Danach sind wir mit dem Motorrad gereist, was auch schön war. So, wenn ich mal hinten reinsetze in die Sitzbank bitte, dann bin ich dich mal los von der Optik, denn es gibt noch einiges zu sehen. Ja, das Geile ist ja, du hast diese Kiste gebaut für Leute, die ein bisschen kräftiger sind. Ja. Hinten das Licht bitte mal anmachen. Das wird da mal gerade... Die Lampen sind super, die kann man dimmen und oben kann man ja noch die Farbe verstellen, sieht man ja wieder gelb. Meine Frau steht total auf gelb. Und hier kannst du die Handys laden. Wir sitzen nochmal hier, habe ich mein Notebook an. Das Notebook kannst du nicht unten reinstecken. Ja. Dafür haben wir die Tasche da gemacht. Das funktioniert alles super. Wenn du mal gerade das Licht nach unten machst, bitte. Also es geht nur, dass ich mal... Ja, danke. Ich bin so ein Typ, der praktisch indirekte Beleuchtung, bin ich ein Fan. Du kannst also damit indirekte Beleuchtung schaffen. Ja. So ein Putzlicht hast du noch nicht eingebaut, dass man mal es ganz hell haben kann. Nee, das reicht eigentlich. Hier vorne die Lampe, die ist sehr hell, ne? Die ist zum Kochen da, ne? Die kannst du sehr hoch fahren. Ne? Und hier, die kann man auch, glaube ich, noch höher fahren. Genau, wenn du mal gerade die Lampe mal ganz hoch fährst, Tobi. Das war mal, du bleibst mal bitte sitzen. Sorry, wenn ich so... So, da ist die Garderobe. Da soll die Garderobe hin. Der Schrank ist noch nicht fertig. Gut, also der Schrank ist noch nicht fertig. Er ist so, ich sag mal, zu 95% fertig, kann man sagen, oder? Ja, genau. So, er fährt. Ist alles eingetragen? Ja, ist alles eingetragen. Und ja. So, da ist der Tobi. Ja. Tobi ist so still. Ja, nein, ich genieße einfach mal. Ne? So, da ist Elektrik. Ja. Victron, mach mal auf. Bitte, Tobi. So, Victron. Ja, das habe ich halt versucht, möglichst einfach zu halten alles. Ne? So, da sind die Sicherungsautomaten. Ja. Dann hast du einen Hauptschalter mit drin, du hast 2 Gastanks, Anzeigen, Fernanzeigen. Der ist für hinten für das Reserverad, für die Seilwände. Ah, okay. Die nochmal abstellen kann. Verstehe, damit die auch keiner bedient. So, also da ist übrigens der Empfänger für die Staukassenklimaanlage, die Dometic, und die Truma Diesel. Nee, Diesel. Ja, hier ist jetzt eine Truma Gasheizung. Ich wollte auf jeden Fall 2 Heizungen haben, damit man eine Redundanz hat. Und ich wollte halt eine als Redundanz wollte ich halt eine Gasheizung haben. Ne? Das ist so eine ganz normale Truma, wie heißt die? Eco Power, ne? So eine ganz normale, reicht eigentlich vollkommen aus für das Auto zu beheizen. Das ist wunderbar. Ne? Also auf kleine Stufe, dann ist hier drin wie warm für verrückt. So, hier ist der Durchstieg. Mach mal bitte auf, den Durchstieg. Truma, dafür muss man das Sitzkissen mal wegnehmen. So, das Sitzkissen kommt weg. Und ja, du hast mir nicht zu viel versprochen. Batterien sind wo? Die sind hier drunter. Da drunter. So, und jetzt kommt man in diesen geräumigen Fahrerraum. Es ist ein Zweisitzer, Dreisitzer? Ja, ein Zweisitzer. Zweisitzer. Ja. Das ist eine Kühlbox? Das Auto ist für 2 Leute konzipiert. So, also das ist das Fahrerhaus. Es sieht schon modern aus. Da sind die zuschaltbaren Sperren in der Mitte. Da ist noch ein THW-Aufkleber. Der hatte wahrscheinlich eine Rundumlichtanlage. Ja. Eine Signalleuchte. Ja, genau. So, auch das ist da. Ja, der THW, was du meinst, das ist die Untersetzung. Die Untersetzung? Ja, Untersetzungsgetriebe. Das sieht so aus wie so ein THW-Schild. Ne? Okay, das heißt, du hast 10 Gänge. Ja, der hat nochmal alles untersetzt. 50%. Okay. Wie viel untersetzt er? 50? Oder? Ja, ungefähr die Hälfte. Ja. Ungefähr die Hälfte. Ja, und dann halt Mitteldifferential und Hecksperre wegen permanenten Laderantrieb. Ja. Ist bei dem alles schon pneumatisch geschaltet, also so wie es standardtechnisch ist. Ne? Pneumatisch kenne ich. Bei neuen ist es sogar, also das ist ja auch elektrisch pneumatisch. Also du hast einen elektrischen Schalter, der bedient ein Ventil und das Ventil schaltet dann. Habe ich bei meinem Iveco. Die die Sperre, die geht mit Druckluft rein. Druckluft rein, ja. Elektropneumatisch. Boah, cool, ja, es ist so, ist wieder was ganz anderes. Also hängt auch unglaublich vom Typen ab. Er ist halt so lässig. Also ich finde, habe ich halt so gemacht. Und Holz kann ich halt, hat ewig gedauert. Stunden, 3000 kommt das hin? Oh Gott, die Stunden, da will ich nicht drüber reden. Also ich habe jetzt den Kleiderschrank gebaut, der noch nicht eingebaut ist.
Ich glaube, eine ganze Woche habe ich daran gemacht. Da wird sich jeder Schreiner, also wenn du mich als Schreiner einstellst, dann geht die Firma pleite. Das ist ganz sicher. Also, da kann es von ausgehen. Ne, dauert halt alles ewig, aber es funktioniert. Ja, man muss sagen, er hat jetzt ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen pausiert, aber hält sich natürlich mit dem Projekt komplett in der Dynamik drin. Ne? Voll warst du da eigentlich bis vor 2 Jahren. Ne? Ja. Und er baut es aber bei uns hier bei Forwheel 24. Und jetzt ist es dann 2 Jahre habe ich ja hauptsächlich hier gearbeitet. Ja. Hier in der Werkstatt. Ne? Also die ersten 3, ja. Ja, ersten 3. Also wir kennen uns seit 6 Jahren und in vielen laufenden schönen Projekten, die hier entstanden sind, hat er natürlich auch aktiv mitgewirkt. Ne? Und dann aber immer schon, wann haben wir angefangen damit? 17, 18 glaube ich. Ja, 18, immer so ne? zwischendurch schon Ja. mal, wenn mal Platz war, habe ich schon ein bisschen... gegenseitig so ein bisschen angefixt und dann habe ich ja auch am Anfang, das erste Jahr hat er nur irgendwelche Konsolen gebaut unten und diese ganzen tollen Verschachtelungen. Immer wenn er Zeit hatte, dann habe ich immer, wir frotzeln ja so ein bisschen, habe ich gesagt, Jürgen, was machen wir heute? Konsole. Und dann plötzlich stand er aber so im fertiger Pracht schon da vom ganzen Fahrzeugbau und dann hat noch nie jemand gesagt, dass es ein hässliches Auto ist. Ne? Das ist eins mit der schönsten, was tatsächlich hier entstanden ist. Ich finde halt die Patina, finde ich klasse, dass das alles nicht so, weißt du merkst richtig diese Liebe, die hier in das Auto reingesteckt ist. Also, dass alles so perfekt ist vom Holz her, weil wenn du das siehst hier vom Holzbau, würdest du auch sagen, es hat ein Schreiner gemacht. Absolut, also das ist ja das Erstaunliche. Da kann keiner was. Das sollte auch im Ursprungskonzept ein Schreiner alles machen und dann aus Zeitgründen hat der Jürgen das selber in die Hand genommen und das ist so gut geworden. Also das glänzt. Natürlich kann man in jedem Detail nochmal mehr Präzision mit einem besseren Maschinenpark erreichen. Ja, ne? klar. Aber er sägt es auf einer einfachen Kreissäge so in besserer Baumarktqualität. Ne? Und von Bosch. Also das heißt. Ich zeig mal gerade, diese Rundung hier hast du von Hand da reingesägt. Oder wie? Ja, die haben wir, glaube ich, gefräst. Die hast du gefräst. Ja. Ah, Aber da hat er sich auch was mit der Vorrichtung gebaut, eine Woche lang, bis er dieses sauber fräsen konnte. Das macht er heute auf einer 1010. Coole 3 ist, Minuten. Ne? Ja. das Coole ist dabei, du hast jetzt quasi Opportunitätskosten bereits investiert. Das heißt, du kannst jetzt Möbelbau, Ja. du könntest jetzt ganze Eigentumswohnungen könntest du jetzt möblieren, richtig? Ja, langsam fängt es an Spaß zu machen. machen. Aber den nächsten, den du baust, da wird es ein bisschen einfacher, nehme ich an. Viel einfacher, ja. Ich finde, das merke ich halt eben auch, man braucht halt eben nicht, muss eigentlich nicht alles so schick sein. Ne? Desto schicker ist, desto mehr muss man aufpassen. Und Was war das schönste Erlebnis, den du mit hier dem hattest auf Reisen? jetzt die 2 Monate Griechenland, das war super schön. Also so einen schönen Urlaub habe ich schon. Also das ist noch Urlaub, würde ich sagen, ein bisschen länger. Ne? War da mehr? Das ist noch nicht richtig Reisen. Ne? Wir waren auf Peloponnes und Kreta und auf Gavros waren wir auch noch. Das ist der südlichste Punkt von ganz Griechenland, von ganz Europa. Also ganz kleine Insel direkt vor dem Libyschen Meer. Ne? Achso, der schwimmt auch, der hier, oder? Ja, der schwimmt auch. Fähre, Mit der Fähre, wenn er ja. eine kleine Fähre hat, dann schwimmt er. So, gab es irgendeine Auswahl hier von der Technik, die du eingebaut hast? Nee, wir sind das erste Mal mit losgefahren, da waren wir in Spanien und habe eigentlich nichts gehabt, gar nichts. Ne? Also was ein bisschen schade ist, Tobi, er steht jetzt hier in der Halle drin, denn draußen, wenn wir Tageslicht hätten, kannst du mir mal einen Gefallen machen, wir sind hier auf Privatgelände, kannst du mal rausfahren und ich bleibe hier drin. Ich setze mich mal kurz hin, weil wenn du mal Schrittgeschwindigkeit fährst. Ist das möglich? Ja, Denn ich will einmal das Raumgefühl zeigen, wenn Außenlicht mal reinkommt, weil es ist ein bisschen schade mit dem Kunstlicht jetzt. Weil die Tönung von den Scheiben, was haben die? 80? Das ist ein Wärmeschutzglas, ist das. Ne? Ja. Und was die genau für eine Tönung haben. Das Ach, die reflektieren die Sonne, dass sie jetzt gar nicht reinkommt. Ja, das ist ein spezielles Wärmeschutzglas und das merkt man auch. Also das, Wenn du mal gerade hier vorne aufmachst, dass ich mal durchfilmen kann, wenn du fährst. Dass wir das mal zeigen, weil ich glaube, es hat aufgehört zu regnen. Aber es ist useliges Wetter im Moment. Wenn du aus Griechenland kommst, du willst doch gar nicht mehr nach Europa, ne? Nee, sagt er. Also das Heimfahren war wirklich schlimm. Wir haben doch bis zum letzten Tag da ausgenutzt, das Ganze. So, in 2 Jahren ist Rentner. Ja. Dann ist der Uli. Vorname von dir nochmal? Was? Jürgen, der Jürgen. Uli Dolde und Jürgen. Mach die Treppe hoch. Nicht, Ja, keine Angst, ich gehe nicht hoch. So. Allein wie die Tür hier zufällt. Denn
Ihr werdet gleich nochmal ein ganz anderes Auto sehen, wenn jetzt gleich Tageslicht reinfällt. Dann, denn die Außenbeleuchtung, die kommt kaum hier rein durch die enorme Tönung, die man hier hat. Ich setze mich mal hin. So, ich filme mal gerade hier rein. Da kommt er. Jo. Rückfahrkamera hast du drin? Das Navi ist von Garmin, gell? Ja. Ein Garmin-Navi. Ja. Die Rückfahrkamera? Nee, das Navi Garmin. ist von Garmin. Okay, wegen der Höhe. Kennst du das? Ja, ja. Garmin Overland oder was? Der Vorteil ist, du kannst die Höhe eingeben und die Breite und die Tonnage. Ja, und er hat die ganzen Apps drauf für die Stellplatz-Apps. Er zeigt Okay. dir dauernd die Stellplatz-Apps an. Das ist ja cool. Ja. So, jetzt könnt ihr nämlich erleben, es werde Licht auf einmal hier in dem Fahrzeug. Die Tür ist noch auf. Krass, es klappert nichts hier drin. Jürgen, Ja. es klappert nichts? Nichts? Schneid mal hin, so. Ja, ja, ist gut. Super. So, mach mal aus. Also sind schon viele Sachen, ne? Was das krass ist, wie leise der ist. Guck mal hier, das Kabel Ja. bleibt doch stehen, das Magnet. Die Flasche, nochmal. Mach nochmal. Das ist ein Magnet. Sag mal, wie leise der ist. Ja, die MAN-Z ist mit das leiseste Auto, das modernste Auto. Ja. Der ist so leise, der Motor läuft gerade. Tobi, der ist so leise. Ja, der Vierzylinder ist halt eine Ecke moderneres Auto schon als die. So, Als wenn du mal die gerade den Motor nochmal ausmachst, geht das? Kurz mal. Zum Auto. Zum Ausmachen brauchen Braucht Druck. Okay. braucht Druckluft zum Abstand, weil er noch voll mechanisch ist. Ne? Ja, genau. So, er braucht Druckluft zum Abschalten, das werden wir gleich mal haben. Geht er gleich aus. Jetzt könnt ihr euch aber schon vorstellen, wie das Raumgefühl jetzt hier drin ist. Der Raum ist jetzt ganz anders mit dem Außenlicht. Also tagsüber wirkt er sensationell groß. Und hier oben siehst du nochmal die komplette Größe und Breite von dem Fahrzeug, was hier mit drin ist. Also da ist die Dusche jetzt mit drin, hier siehst du das Bett, also mit dem Außenlicht und die Bettbreite. Hast du die Möglichkeit mit der Luftfederung, kannst du nicht spielen, die ist ja fest eingespielt, gell? Die ist hier nicht, die ist nur also ohne Luft. Ohne Luft. Ohne Luft, die Dämpfer meine ich, die sind fix. Die Dämpfer sind fix, die sind auch nur verstärkt. Boah, jetzt hast du richtig viel Licht hier drin. Das hat mich eben ein bisschen gestört, als wir in der Halle standen mit der Wärmeschutzverglasung, war es ein bisschen dunkel drin. Ja, ja klar. In der Halle merkst du das, aber draußen nicht. Also draußen merkt man kaum. Ja. So, Und im Sommer bringt es richtig was. Also das bringt drin richtig halt die Wärme draußen. Ja. so, komm, wir gehen mal raus. Ich warte auf euch draußen. Es hat aufgehört zu regnen oder es regnet noch ein bisschen. Und dann zeigen wir mal draußen, weil die Farbe draußen natürlich, Ich mach dir nochmal die Tür auf und die Treppe raus. die Farbe kommt natürlich draußen ganz anders zur Geltung. Caterpillar Gelb. Da haben die keinen Schutz drauf auf die Farbe. Was? Auf die Caterpillar? Ja. Nee, das ist kein Problem. Ist frei verkäuflich. überall. Frei verkäuflich, da ist er. Bitte mal zumachen die Tür. Es regnet noch ein bisschen, aber das kriegen wir hin. Jürgen, also ich bin mehr als stolz. Wobei es steht mir gar nicht zu, stolz zu sein, weil ich habe halt nur so viele gefilmt. Ja. Und da das Ganze nochmal genau zu zeigen, viele Selbstausbauer, die das probieren, die denken, sie sind schnell fertig. Du kannst sie eines Besseren belehren, Ja, oder? das muss man sagen. Also da hätte ich nie gedacht, dass es so lange dauert und so viel Arbeit ist. Also da sind Tausende von Stunden drin. Ne? So, also da Alles steht. hat dreimal so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Alles. Also, wenn ihr da an dem Auto Interesse habt, es muss eine 3 davor stehen, ruft an bei 4Wheel24, dann werden wir verhandeln, korrekt? Ja, wir müssen den Jürgen auch noch überzeugen. Guck mal, der weint sonst gleich. Ne? Ja, ne? Man kann drüber reden. Es ist halt ein wirkliches Unikat, absolute Einmaligkeit. Wird es auch kein zweites Mal so geben. Zustand ist top. Zustand ist top, ja. Also Zustand ist top. Natürlich sind wir jetzt im Baustand bei 98% und rundherum kann man auch noch ein bisschen kleine Kosmetik machen.
so die ersten Punkte. Aber die Autos, wenn die einmal jetzt solche Reisen hinter sich haben, sind es halt die besten, weil sie sich schon auf den Reisen bewährt haben und damit einfach einen Ausreifestand erreicht haben. Ne? Also auch große, namhafte, das weißt du, Sven, Aufbauer lassen die Leute dann dreimal um ihre Werkstatt im Radius von 300 Kilometer fahren, 2 Wochen lang, um mögliche Dinge noch zu überarbeiten. Hier sind ja schon, Jürgen, wie viele Kilometer? 10.000 bist du bestimmt schon gut. Fast 20 schon unterwegs gewesen. Das heißt, das ist in einem Stand, der perfekt ist. Dann ist aber die Lebensleistung vom Motor jetzt erreicht? Ja, die Lebensleistung, ich denke mal, der hält jetzt leider nur noch 950.000 Kilometer. Man muss erstmal überprüfen, ob die eigene Restlebenszeit es hergibt, die Laufleistung voll zu fahren. So, wir sind in Haßloch im Spessart bei 4Wheel24. Heute ist der 2. Februar 2023. Wenn ihr Interesse habt, also seriöse Angebote bitte an 4wheel24.de. Ich denke, wenn das Angebot stimmt, der Käufer eine coole Geschichte hat, warum er sowas haben will, dann kriegt er ein Unikat, wie es das kein zweites Mal mehr gibt, auf einen MAN, den man erstmal finden muss, oder? Richtig, ja. Also die Autos sind selten, vor allen Dingen selten in einem guten Zustand, weil die meisten waren ja kommunal genutzt. Und auch im Feuerwehrbereich war der MAN nicht ganz so verbreitet. Insofern muss man schon wirklich eine Weile dafür Ausschau halten. So, oben sind auch noch die Zusatzscheinwerfer sind mit drin. Alles ist Hupe. Die Liste ist so lang, dass der Jürgen die wahrscheinlich kaum schreiben kann. noch Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Was denn? Was haben wir nicht gesehen? Zum Beispiel. Da ist ein Müll zum Beispiel, siehst du, dann kannst du ihn einfach Das ist der Mülleimer? rausnehmen. Ja, das ist der Mülleimer. Ne? Nimmst du einfach die Tüte weg. Das ist ja geil. Ja. Und dann kannst du halt, ich mache immer, also wenn wir irgendwo halten, meine Frau kocht einen Kaffee zum Beispiel am Parkplatz, dann mache ich immer einen Rundgang, hole die Tüte von außen raus, dann brauche ich nicht innen drin und dann habe ich schon mal außen die Sachen erledigt. Oder zum Beispiel hier habe ich... Was ist das denn? Weißwalkram. Weißfahrerkram, Auffahrrampen. Habe ich übrigens bei Morelo im Einsatz. Weißt du das? Wenn ich schief stehe, fahre ich beim fetten Morelo, Ja. weil ich habe hinten eine Luftfederung. Da kann ich sage und schreibe 18 cm rauf und runter fahren. Ja. 18. Ja. So, und dann brauche ich nur noch für eine Seite 2 Auffahrkeile und Ende Gelände. Eigentlich brauche ich die nie. Aber wenn er mal... Ganz selten, aber manchmal hat man halt... Ist ja blöd mit dem Spiegelei morgens. ja, genau. Ja, genau, mit dem Spiegelei oder... Ist cool gelöst, ne? Also ich finde, allein deswegen würde ich ihn sofort kaufen. Aber es ist doch Liebe, oder? Was du hier hast. Ich habe schon ein bisschen Liebe da reingesteckt, stimmt. So. Alles ist aus Alu, also sollte mal die Pulverbeschichtung irgendwo beschädigt sein, da passiert gar nichts. Es passiert überhaupt nichts. Ne? Es ist alles aus Alu und das, was aus Stahl ist, hat er alles vor dem Beschichten verzinken lassen. Ja, also da ist es eigentlich für die Ewigkeit gebaut. Ne? Wir haben immer ein bisschen gelächelt, weil er es für die Ewigkeit baut. Ja, Für die zu lange Ewigkeit. gedauert. Hat ihm zu lange gedauert. Nein, Mir hat es aber Spaß gemacht. ich fand es nicht so schlimm. Ne? Ich muss ja nichts für den Kunden fertig machen. Ein Jahr lang hat er diese ganzen schönen Sachen gebaut, den Unterfahrschutz und alles immer perfekter und jeder guckt. Und Achso, der war hier in der Werkstatt, stand der? ja, der ist hier gewachsen, komplett hier entstanden bei uns. Ja, deswegen dürfen wir ja auch Alles hier gemacht. Deswegen dürfen wir auch das Sein hier tragen, ne? Weil er natürlich... Gern, ja. Hat ihn auch noch keiner beschimpft deswegen. Stimmt's? So, also, Ja, vieles hätte ich nie machen können, wenn ich nicht hier gewesen wäre. wenn das Team nicht da gewesen wäre. 4Wheel24 von einem Karosseriebaumeister und Fahrzeugbaumeister und Schlosser hast du auch gemacht irgendwann mal? Nee, brauchen wir nicht. Aber so, Leben lang. Immer nur Fahrzeugsport. Angehender Schreinergeselle. das heißt, du kannst da Motoren in Stand setzen, geht auch? Motoren kann ich natürlich auch so bedingt so ein paar Sachen machen. Also so Technik rundherum kann ich natürlich schon, Elektrik auch. Autoelektrik kann ich natürlich viel und Hydraulik auch. So, vielen Dank fürs Einschalten. 4Wheel24, eine 3 muss davor stehen. Das Ganze gibt es auf Wunsch auch noch mit Gewährleistung. Aber bitte sprecht euch ab, denn das hier wäre jetzt praktisch der Verkauf vom Stony direkt an den Endkunden. Korrekt? Nein, ihr kriegt das irgendwie hin über den Tobi. Also wenn einer sagt, will ich aber unbedingt noch ein Jahr haben, reden. da kann man drüber reden, oder? Super, genau Danke. so machen wir es. Tschüssi. Danke, tschüss.